Hallo liebe Scuderia-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht schon, ich bin wieder beim Kaffee Racer. Es geht weiter mit dem Umbau an Ace. Heute mit der Ölwanne einer schwarzen. Der Micha wird den Umbau machen, ein bisschen was dazu wieder erklären. Wir machen vorher noch schnell einen Antigen-Test und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Christoph, unser neuer Mitarbeiter. Christoph habt ihr dann am Telefon, wenn ihr rangeht bestimmt. Christoph hilft technisch auch immer gerne mit, ist im Schwerpunkt für die Bestellannahme, Auftragsannahme fürs Backoffice mit unterstützend da und die technische Beratung für welche Auspuffanlage, welche Bremse, blubdiblö, bla bla. Und deswegen macht er auch öfter mit hier. Dann hat man immer einen ganz guten Überblick über die Bauteile und Christopher! Tada! Was kommt denn heute überhaupt dran, Micha? Ja, heute machen wir mal eine einfache Nummer, nicht das ganze Fahrzeug. Wir nehmen heute ein Einzelteil, weil auch die Fragen immer wieder auftauchten. Haben wir gesehen, oh, was muss ich beachten, wenn ich die Ölwanne wechsle? Warum wollen wir die Ölwanne wechseln? Wir wechseln die Ölwanne, weil es einen ganz tollen Hersteller gibt, dessen Namen du weißt. Der Buchsenfuchs. Hat nämlich was ganz Tolles gemacht. Eine Ölwanne. Wow, eine Ölwanne. Es ist unglaublich. Mit einem Schauglas. Wahnsinn. Ja. Nein, ein wirklich, wirklich tolles Produkt. Ne, weil ja das Ölmessen bei der HPE ein ziemlicher Gelenkakt ist hier oben, ne? Gerade wenn man dann von Berlin nach Hamburg gefahren ist, der Auspuff ist heiß, man will mal irgendwie nach Öl gucken, soll man ja eh machen, wenn es warm ist. Verbrennt man sich die Finger, man kommt hier nicht ran und so viele Leute haben das Ding schon abgebrochen. Hier kann man dann seinen Ölstand auch zumindest unter Kontrolle behalten. Hatte die ET4 damals auch, das waren die Ölverbrauchsmotoren übrigens. Ah, okay. Tollerweise, ganz toll bei diesem Set ist auch gleich die Dichtung dabei, die neue für die Ölwanne. So wie es aussieht, müsst ihr, wenn ihr euch das bestellt, die nicht extra bestellen. Auch ganz wichtig, die muss natürlich jedes Mal neu. Da könnt ihr die alte nicht mehr verwenden, weil das kriegt ihr nie wieder dicht mit der alten. Ja, die ist da ein bisschen empfindlich. Aber ansonsten ist das alles kein Geheimnis. Das machen wir heute. Super, na dann legen wir mal los. Fangen wir mal an, ne? Dann nehmen wir erstmal den Deckelchen wieder ab, wie immer. Ne, den Deckel abnehmen müssen wir erst den vorne, dann den hinten. Das ist ja immer dasselbe. Haben wir ja schon 2-3 Mal gemacht. Das haben wir schon das eine oder andere Mal gemacht, genau. So, bei der HPE können wir uns glücklicherweise ja, um den Deckel abzunehmen, also auch dahinter den Vario-Deckel, können wir uns sparen, die Seitenleiste abzunehmen. Geht ein bisschen cooler, aber Sturzbügel müssten jetzt hier ab, das Kennzeichen müsste ab, ne? Weil bei der HPE die Seitenleiste ja nicht hier getrennt ist, wie bei BIS. HPE-Modell, also bis 18, sondern rumgeht. Das würde jetzt hier deutlich mehr Arbeit bedeuten. Und somit ist es so konstruiert, dass man so rankommt. Alle Dienste. So, da haben wir den Kollegen ab. Und da dein Wunsch ja war, Klonk, Plock. So, oder? Da dein Wunsch ja war, das Ding hier mal mit Glanzschwarz zu kriegen, würde ich sagen, das kann auch jeder selber zu Hause machen. Das ist ja echt nicht die Hürde. Das ist ein Plastikteil, das macht man sauber, entfettet man einmal mit Bremsenreiniger und dann, es ist eh eine raue Oberfläche. Muss jetzt auch nicht angeschliffen werden. Es ist eine raue Oberfläche, was soll denn da? Also bei meinen Fahrzeugen passiert da nichts. Ja, einfach sauber machen, entfetten, sprayen, dünn, ne? Alles klar, fertig. Hast du Bock? Dann ist das schon mal, machst du hinten in der, in der Lackierkabine. In der Lackierkabine. Na dann machen wir mal schwarz. Ja, so, und wir nehmen mal den Deckel hier weiter ab. Hier auch immer drauf achten, ne? Nochmal wiederholt, nochmal drauf achten. Die Schrauben hier haben tatsächlich unterschiedliche Längen. Da gibt es eine kurze hier, weil die hält den Deckel gar nicht mit fest, sondern nur den Deckel. So. Die hier unten zum Beispiel hält den und den Vario-Deckel und die 2 Führungsklammern von der Bremsleitung noch mit. Deswegen ist es auch eine längere. Das ist eigentlich die einzige, die hier den Deckel nicht weiter mithält. So, da haben wir eine. Und da haben wir die Nummer 2. So, wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Zur Not lasst ihr die Schrauben stecken.
Klick-Klack. Kann auch nichts passieren. So, schön mit der nicht lackierten Seite weggelegt, das Ding. Fertig ist die Laube. Ich bin trotzdem so, ich mache mir immer ein bisschen mehr Luft, ich hebe den Luftfilter immer ein bisschen an. Das sind 2 Torx-Schrauben, das ist easy. Könnte man sich vielleicht sparen, aber... Also, was ich ja viel schlimmer finde, jetzt machen wir uns schon den Aufwand, aber die Ölwanne ist toll. Wir könnten jetzt auch umrüsten auf... Schnell mal 13 Zoll noch machen, meinst du? Nee. Weißt du doch, mein Lieblingsthema ist der alte Vario-Deckel. Ich habe noch einen liegen. Wenn wir die Ölwanne abnehmen, dann hast du auch 2 hast einen vernünftigen Einfüllstutzen hier wieder auf der Seite. All gut. Stimmt. Das ist dann noch der nächste Vorteil, wenn du das jetzt tatsächlich umrüstest. Ja, das haben sie wirklich ungünstig gemacht mit dem Einfüllstutzen diesmal. Ne? Ja. Wobei, ja. Da gibt es so ein paar Geschichten. Also bei den 125er Small Frame Öl nachfüllen, da kommst du gut ran an den Stopfen auf der anderen Seite. Bei den 125er, gerade bei den kleinen, kommst du gut ran. Aber die Durchlaufbohrung ist, ich weiß nicht, wer so dünne Trichter hat. Strohhalm. Also am besten man macht das mit der Spritze, weil Ach, der Schreck. die Luft kommt nicht durch, weil das ist Katastrophe. Da fragt man sich schon manchmal, wer hat sich das ausgedacht? So, ab. Jetzt können wir die alle einmal anlösen. Einzig komplizierte ist hier vorne, weil kompliziert ist ja hier auch relativ. So, jetzt nehmen wir gerne einen Akkuschrauber, Chris. Weil ich löse ja nur die Vario-Deckelschrauben an. Ja, da ist es nur ein Schrauber ohne Akku. Auch doof. So. Wenn man jetzt so richtig professionell wäre, weil ich bin ja hier eher so ein Dauerpraktikant und eigentlich putze ich hier nur. Wenn man jetzt professionell wäre, würde man nebenbei schon Öl ablassen. Ich habe einen professionellen Helfer, der weiß das. Chris? Der Ölablasser. Der Ölablasser. Kriegt eine Tausender das Ding gleich, ne? Oder irgendwie war da nicht? Nee, hatten wir schon. Hatten wir schon. Schade. Einmal Öl verschwendet. Nö, wir können das ja auffangen, alles gut. Nee, die war gerade Wir können das ja auffangen. vor 100 Kilometern in der Inspektion. Okay, na dann. Dann schütten wir natürlich dasselbe Öl wieder rein, lassen den Filter auch drin. Den Filter nehmen wir dann auch nicht raus. Aber dann kann es schön ausbluten, noch während wir hier ein bisschen rumschrauben. Und dann ist gut. So, wenn ihr hier oben an die Schraube denkt, immer an das Masseband. Hier oben ist ein Masseband bei jedem, ja? Auch bei den Vorgängermodellen, bei allen ist hier oben ein Masseband. Nicht vergessen. Das wieder ran muss. Nicht vergessen, ja genau. Genau, da oben. So. Klick, klack. Den haben wir noch nicht gelöst. Das stört auch so ein bisschen der. Ihr seht, so ein Sturzbügel macht das Fahrzeug nicht nur schwerer, sondern ist auch oft im Weg. Sorry. Alles gut. So, habt ihr gesehen, da ist auch eine kurze drin. So, ja. Haben wir So, haben wir da alle ab, all gut. So, es gibt Listen für Drehmomente im Internet, findet ihr alle. Wenn ihr nicht wisst, wie fest ihr das machen sollt, Drehmoment, wichtig. Nochmal, weil wir werden ja wieder die Drehmoment-Diskussion am Ende haben. Kommt ab und zu mal, ja. Ja, genau, klack. So, und da haben wir den schönen Deckel. That's it. Tadarata. Und der muss weg. Jetzt kommen wir nämlich an die Schrauben hier nicht ran von der Ölwanne. Da ist die Ölwanne. So, das können wir alle zusammenlassen, wie es ist. Es sei denn, wir bauen eine neue Vario ein. Sei denn, wir bauen eine neue Vario ein. Oder, ne, was war auch, also wenn man jetzt umrüsten will auf den 18er Deckel, passt alles. Bis auf die Ölwanne würde nicht passen. Da musst du dann auch den Vorgänger nehmen mit dem Öleinfüller hier. Hast du halt 2 Öleinfüllstutzen. Das ist natürlich perfekt, ja. Aber du musst ein anderes Andruckrad nehmen mit schmaleren Lüfterlamellen. Nämlich das Vorgängermodell hatte schmalere Oder die Lüfterlamellen. BGM Sport Vario. Oder die BGM Sport Vario. Genau. Ja, oder die BGM Sport Vario, genau, die hat ganz flache Lamellen, da ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, entweder das Vorgängermodell nehmen, passt hier alles wunderbar, hat nur schmalere Lamellen, oder gleich die BGM
Wer den dann alten passt Look es sowieso. möchte. Wer den alten Look möchte. Der Rest passt. Mit der klar. Option, man kann aber jetzt die Ölwanne mit dem Einfüllstutzen nicht nutzen, wenn man jetzt ein HPE-Modell hat, falls die Frage kommt. Ja, ja, das ist ja ein HPE-Modell. Genau, aber wenn wir jetzt den alten Deckel drauf lassen, den Kunststoffdeckel, kriegen wir jetzt Nee, hier wir können nicht die den andere Deckel wieder montieren mit der Entschuldige, das Ölwanne mal, mit dann kann dem man das Stutzen, nämlich ne? mal sehen. Ja, also die Ölwanne und der Variodeckel, weil der Rumpfmotor ist ja identisch. Da hat sich nichts geändert. Und der Rumpfmotor ist identisch. Ne? Hier die Fläche passt und die Fläche passt auch hier, ist identisch. Nur dann hat sie wieder den Einfüllstutzen logischerweise und deswegen würde es dann, man kann das nicht mischen, weil der kommt ja darauf. Ah, okay, da kommt dann Ja? da unten rein. Ne? So ist das ja dann da wieder da dran. Genau. Ne? So wie das vorher war. Und dann hast du eben links und rechts einen Einfüllstutzen, aber egal. Aber das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Variante mit diesem Schauglas. Dass man es auf jeden Fall sieht Ach so, und nicht den oldschool. Stab Ja, rausmachen ist so muss. Ne? oldschool. Ja? So, dann können wir mal klack. Jo, kannst du eigentlich hier mal, weil es gibt jetzt ein bisschen eine Sauerei. Ich hol dir mal Papier und du kannst, wenn du Bock hast, Die Ölwanne lösen. Ölwannen schrauben, genau. So. Auch mit Öl ablassen in eurer Garage, legt euch was drunter, weil jetzt kommt natürlich, weil da hinten kommt immer noch was mit raus. Das geht gar nicht Und nicht anders. auf der Wiese machen. Nee, auf gar keinen Fall. Nicht auf der Straße, nicht auf der Wiese, in der Garage. Und immer schön was drunter legen. So, und das kommt eigentlich das Einzige, worauf wir gleich achten, was wirklich wichtig ist, worauf ihr achten müsst beim Auseinander- und Zusammenbauen. Dahinter ist so eine Feder mit so einer Öldruckbohrung. Das ist ganz wichtig, sonst baut der Motor hinterher keinen Öldruck auf. Ölwanne, warte, hol ich extra. Becherchen. Wir sind ja die Becherfetischisten. Ja, Chris ist nicht nur Kaufmann, der hat auch mal eine Ausbildung gemacht zum Kfz. Also da ist ein, da ist so ein, Ja, so ein grauer Vorzeichen. Da ist so ein- Richtung, ne? da ist also so ein Vorwissen praktisch oder so ein grundsätzliches Verständnis natürlich vorhanden, was sehr geil ist. Also kann Chris auch mal mit Ingenieur haben die einspringen. verloren gegangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, die hält auch, weil die klebt an der Dichtung meistens fest. Ja, also wichtig, alle Schrauben aus, gerade wenn eure Modelle etwas älter sind und ein paar Kilometer auf der Uhr haben, ne, ist da ein bisschen Druck drauf. Manchmal denken, habe ich alle Schrauben raus, also immer darauf achten, dass wirklich alle draußen sind, sonst brecht er da natürlich eine Nase ab. Schrums, da ist er. So, und hier ist jetzt nur wichtig, genau, hier ist jetzt wichtig, ne, man sieht es ja hier, da, hier sind so Führungshülsen. Einmal, dass die Ölwanne immer genau gerade sitzt. Hier 1, 2, 3 Stück. Ja? 3 Führungshülsen. Ne? 1, 2, 3. So. Die kann man auch rausziehen. So, und das war, was ich eben sagte hier, der ist ganz, ganz wichtig. Der wird auch gerne mal vergessen. Oder die Feder, wenn man nicht so pflumm, springt die Feder ab. Oder sie bleibt hier dran hängen, fällt dann runter, tapper, tapper, man hat sie ja nicht gesehen. Ultra wichtig, ja, weil kein Öldruck sonst. Die rote Lampe geht nicht aus. Könnt ihr das alt nochmal abschrauben. Und die kommt hier rauf, Mit ja, dieser auf Hülse, diesem die da noch Steg, drin steckt, genau, ne? und die Hülse steckt da einfach drin. Das ist eine Übergangspassung hier drin. Kann man auch rausziehen, ist nicht dramatisch. Ja. Ist einfach nur eine Verschluss. Der hält hier drin eine Öldruckbohrung verschlossen. Ja. So, beziehungsweise gibt nach Öldruck dadurch die Feder auch nach. So. Dichtung ab. Und jetzt ist hier an der Stelle wirklich wichtig, so ein bisschen Sandpapier haben wir da unten, das ist wirklich richtig sauber zu machen. Also diese Dichtung muss fettfrei, also diese Dichtfläche muss fettfrei sein, deswegen auch schön Öl auswischen und wirklich frei von allen Resten. Also hier kannst du gerne einmal, ja, weil es ist auch ärgerlich, wenn die an der Stelle undicht wird, weil dann musst du alles wieder Muss man aufbauen. alles wieder abbauen, Ja, ne? genau. Es ist keine wilde Arbeit, nur niemand macht seine Arbeit gerne doppelt. Und das Ja. ist der ärgerlichste Part immer. Und dann denkst du, oh nee, nicht nochmal. Du erfreust dich an deinem Schauglas und siehst da drunter Tropf, Tropf. Und dann hat man schon keine Lust mehr, das nochmal zu Also machen. sauber abschleifen, das Ganze. Genau, ganz trocken. wichtig. Ganz wichtig. Steht nicht drauf, sehr fein. Ach, das ist ja, da kommt es wirklich nicht jetzt, das muss jetzt kein 2000er, das wäre eh viel zu fein, aber so normales 100er Schleifpapier,
200, 300, eigentlich egal, Hauptsache ein bisschen Schleifpapier. Denn es sollen ja nur die Dichtungsreste entfernt werden. Dasselbe müsstet ihr natürlich machen, auch auf eurer alten Ölwanne, das ist klar, ne? Wenn ihr jetzt nur die alte Ölwanne, weil ihr sie schwarz gemacht habt, abgebaut, habt sie zum Pulvern gegeben oder zum Lackieren, das ist egal, hält beides. Dann müsst ihr auch die Dichtfläche sauber machen. Wir rauen die jetzt auch einmal ganz leicht an mit Sandpapier. Damit es besser anschließt. Ja, genau, dann schließt es einfach ein bisschen besser an. Aber es ist wirklich eine saubere Arbeit, muss man mal so sagen. Also es ist wirklich ein sauber gearbeitetes Produkt. Es ist schön weggefräst, gebohrt, gefräst hier. Echt sauber gemacht. Sieht auch schick aus, ne? Sieht schick aus, sieht wirklich schick aus. Ich finde auch toll, dass es nicht schwarz ist, sondern dass es so einen Kontrast hat. Hat man wieder was zum Sehen und zum Gucken. Würde sich auch nicht gut machen mit dem Öl dahinter. Das ist echt schön. Wirklich schönes Teil. Also schön gearbeitet, echt. Nein, der Bremsenreiniger verdünnt jetzt nicht das Öl. Jede Frage vorwegnehmen, Der bitte. verdampft jetzt gleich auch wieder. Bremsenreiniger kennt jeder. Einmal auf den Boden gesprüht, dauert 10 Sekunden, das ist wieder trocken. Der verdampft jetzt dann auch wieder. Aber wir brauchen es ja so weit fettfrei, wie es geht. Ne? Das ist schon wichtig. So, dann nehme ich mir auch das Schleifpapier und gehe da nur einmal ganz leicht rüber. Sieht man ja sofort die Schlieren, also die Schleifspuren. Ja. Manchmal hat man das auch, wenn man die vom Pulverbeschichter oder so kriegt, dass man hier noch so einen kleinen Grat hat oder sowas, ne, von dem Pulvermaterial oder vom Lackierer eher manchmal auch, damit das alles weg ist und sich nicht da umlegt, dazwischen quetscht und eine Undichtigkeit erzeugt. Alles gut. So. Und da das keine Zylinderkopf-Planfläche ist, muss man das auch nicht auf dem Tisch mit einer Marmorplatte oder so machen. Denn wir wollen es ja nur anrauen, mischt weiter. So, wunderbar. Führungshülsen wieder drin, weil die Dichtung wird hier angesetzt. Man könnte das ja auch hier machen natürlich, ja, hier Führungshülsen, die hier reinsetzen. Ist aber, macht sich wirklich, ich finde, nicht so toll. Ja, das ist auch eine Handling-Frage oftmals. Das hier ist tatsächlich der bessere Weg oder der einfachere. So, klack, klack, klack. Öl läuft immer nach. Wenn da so ein Tropfen dann nachher dazwischen hängt, ist es auch nicht schlimm, aber weitestgehend fettfrei. So, und jetzt könnt ihr die gar nicht verkehrt rum machen, weil vorgegeben, ne? Vollkommen klar. Klack, auch die Dichtung hat hier größere Aussparungen in den Bohrungen für diese Hülsen. So, jetzt hängt das Ding hier auch richtig dran. Was ist jetzt ganz wichtig? Der Kollege hier. Feder. Ohne den machen wir das zweimal. Klank. So, hängen wir die hier hinten drauf. Dichtung hängt. So. Und das Schöne durch die Führungshülsen, dann sind wir natürlich gleich an der richtigen Stelle. So, so, dran ist sie. Jetzt nehmen wir mal eine Schraube. Eine Schraube, eigentlich ist fast egal, welche wir nehmen. Klang. Klang. Und ich ziehe jetzt mal eine an. Aber ich mache die noch nicht richtig fest, weil auch die Ölwanne möchte natürlich am liebsten über Kreuz festgezogen werden, ist ja klar. Na, nur damit ich hier nicht stundenlang das Ganze zusammenhalten muss. Machen wir das gleich. So, hier unten den Halter nicht vergessen, das ist ja auch noch ein Halter von der Bremsleitung. Klack. So. So, und ihr seht, wir sind schon wieder beim Zusammenbauen. Das ist also alles keine Das wilde geht ja fix. Aktion. Ja, Das ist alles kriegt man auch alleine schnell mal hin. keine wilde Aktion. Achso, jetzt kommt dann bestimmt gleich wieder die Frage nach Newtonmetern. Nicht ab. Genau, fest und nicht ab. Diese kleinen kriegen in der Regel um die 15 Newtonmeter. 15 bis 18 Newtonmeter, aber, ich glaube ja, so in dem Dreh. Aber ich sage festziehen, und zwar fest, nicht ab, sondern fest, aber kurz vor ab. Weil tatsächlich die Dichtigkeit hier an der Stelle, ein bisschen mehr Drehmomente, tut ihm gut. So, jetzt fange ich an, den Kram festzuziehen.
Siehste. So. 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 Jetzt ist das Kreuz halt nicht mehr ganz so wichtig. So, jetzt haben wir alle angezogen, glaube ich. So, ja, alle. Okay, und jetzt gehe ich die, ich mache das so, dass ich die jetzt der Reihe nach durchgehe. Und ich habe dafür ein Gefühl. Fest halt, wirklich fest, aber nicht abreißen. So. In der Regel hat man so aus dem Handgelenk, also ich habe aus dem Handgelenk, wenn man das vergleicht mit dem Dremo, so ungefähr sind es so rein nur aus dem Handgelenk sind so 20. Wenn man den Arm dazu nimmt, dann werden es schon fast 30, ohne sich jetzt wie Ochsenkarl hier anzustrengen, sondern wirklich einfach nur fest. Mhm. Ja, und so kommen wir leicht über 20. Wir machen jetzt gleich weiter, aber der Chris, der muss sich verabschieden. Ja, leider. Ja, ich bin gerne beim nächsten Mal wieder dabei, gerne dann ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher. Genau. Und, ja, so haben wir dich auf jeden Fall. Schluss, für heute ist dann Feierabend. Für heute ist dann, da gibt es ja das im Fernsehen, wie ist das? Genau. Wer hat an der Uhr gedreht? Der Pink Panther. Pink Panther, genau. Ganz genau. Ja, wir danken dir auf jeden Fall, dass sehr, sehr gerne. Wie du gesagt, mit dabei warst und gerne ja, dann beim nächsten Mal wieder. Und viel Spaß Bis heute. morgen. Ciao, ciao. Mach's gut, Dankeschön. Chris. Tschüssi, ciao. Tschüss. Marco Renn, ciao. So, und jetzt habe ich mir mal die wichtige Brille aufgesetzt. Oh, jetzt kommt's. Jetzt wird's ernst. Weil jetzt kommen wir nochmal zum Thema Drehmomente. Ich will das nicht runterspielen, das Thema Drehmomente. Es gibt Schrauben, da sind Drehmomente unabdingbar. Ja, fast alles im Motor, Pleuel, Zylinderköpfe, Genau, das. exakt unabdingbar. Ist überhaupt gar keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, aber im normalen Schrauberalltag gibt es viele Dinge. Kommen wir mal zu einem ganz bestimmten Punkt. Ist ja nicht so, dass wir keine Drehmomente hier haben. Hier hängt eine Drehmomentliste, Anzugsschrauben. Wir nehmen mal hier Ablassschraube, Motoröl, Netzfilter. Da gibt Piaggio vor oder Vespa 24 bis 30 Newtonmeter. Mhm. So, 24 bis 30 Newtonmeter ist das Festziehen der Räder vorne. 30 Newtonmeter ist echt aus dem Arm gedrückt. Ja, also nicht wie Ochsenkarl, je nachdem wie jeder stark ist, ja klar, jeder ist anders, aber gebaut physisch, aber das ist schon mit ein bisschen Kraft. Das kriegt man problemlos hin, 30 fest. Das sind ungefähr 30 bei mir. Wenn ich diese Ablassschraube da drinnen so festziehe, passiert Folgendes. Dann darf ich nämlich, weil es gibt Experten, die machen das, wenn die Fahrzeuge nicht regelmäßig bei uns in der Pflege sind, dann kommt der Meinungsverstärker zum Einsatz. Also ganz ehrlich, das hier ist kein Drehmomentschlüssel im Arbeitseinsatz. Ja, der ist viel zu groß für Vespa und Co. Das ist tatsächlich eher wie ein Hebel benutzen wir dieses Ding. Ja, das ist kein Drehmoment, den wir sonst benutzen. Aber wenn ihr die Ablassschraube mit 30 Newtonmeter anzieht, wenn ihr selber einen Ölwechsel macht, braucht ihr zum Lösen später das hier. Ach ey. Ja? Also deswegen keine Chance mit einer normalen Halbzoll-Knarre, das jemals hier unten wieder gelöst zu kriegen, ohne sich nicht die Finger ranzuballern. Deswegen, bitte vergesst diese 30 Newtonmeter, zumindest wenn ihr dem nächsten Werkstattmenschen oder euch auch selber einen Gefallen tun wollt. Und zwar festziehen den ganzen Spaß. Der Netzfilter dahinter. Jetzt ist er eingerastet, der Netzfilter. So, wenn ihr das dran habt, fest, reicht. Ja, also sagen wir mal, wenn ich das mit Newtonmetern angeben würde, nicht mehr als 15. Mhm. Ja, 10, 15. Da ist eine Dichtigkeit da, die hat ja auch hinten die Dichtigkeit eine große ist immer Dichtung da, drin, da ist eine große Gummi, die Dichtigkeit ist gegeben, ja. Das ist so, reicht. Das muss nicht wie Ochsenkarl hier angezogen werden. Das geht, ohne dass sie abreißt. Aber viel Spaß beim nächsten. Das ist nervt, das muss man einfach nicht. Das ist nervig, wenn du jedes Mal so einen langen Knüppel holen musst, nur weil du die Ölablassschraube öffnest. Ja, stimmt. Ja? Deswegen bitte auf gar keinen Fall mit 30 Newtonmeter anziehen und so viel mal zum Thema Drehmomente. Danke! Ja, kommt ja öfter mal die Frage. Ist ja, wie gesagt, bei manchen Schrauben auch wirklich wichtig. Ja, absolut. Und sinnvoll.
Aber natürlich auch mal ist auch, aus der muss man auch Praxis sagen, einen Tipp zu hören, wo es halt genau, wichtig wir wollen ist. das ja jetzt auch nicht hier aus einer 20-Minuten-Aktion müssen wir jetzt ja keine 2-Stunden-Aktion machen. Das sind stinknormale Schrauben, die kann man alle so anziehen und jeder, der ein bisschen länger schraubt, weiß, was fest und was los ist und wir reden hier, wie gesagt, nicht von essentiell Motor, Führungspleuel, sonstigen Geschichten. Damit wir das Öl wieder einschütten können. So. Obwohl, das können wir auch zum Schluss machen, aber ich habe es jetzt gerade hier. Deswegen passt es mir gerade. Auch so ein Ding, die sind manchmal die besagte, so. Ja, die sind manchmal auch so fest eingeschraubt. Oder wenn der komische Dichtgummi da drauf sich verdreht hat. Ah, jetzt geht's wunderbar. No, auch schon gehabt, dass der ein bisschen mit drin war. So. Und ja, die brechen halt immer easy ab. Da müsst ihr beim Einführen auch echt aufpassen. Wenn dann Widerstand ist, ne? Ja, wenn hier so wie hier, wenn das Ding hier so steckt, dann nicht nachtröseln. Ah, da unten ist es ja irgendwo. Nein, das Ding muss eigentlich, ihr müsst den Weg finden, ganz hier am Rand. Geht natürlich nur, wenn der Auspuff kalt ist, sonst verbrennt man sich. Ja, das Ding muss eigentlich von Hand runterfallen. Das tut's auch. Das kann man nicht sehen, weil es öfter passiert, dass es abbricht. Viele versuchen das dann hier, da ist ein Widerstand, ja, hier vorne, hier an der Stelle muss er rein. Und wenn man ihn dann fallen lässt, klack, fällt er von Hand runter. Ja? Sobald er irgendwie ein bisschen, nicht weitermachen, auf gar keinen Fall. Sondern ihr müsst das Loch oder die Bohrung oder den Weg finden, klack, muss von selber runterfallen. Und dann ist gut, dann bricht euch die Dinge. Also auch ein bisschen Erfahrungssache, ne? Ein bisschen, ja, Gefühlssache würde ich sagen, Erfahrung, Gefühl. Vor allem. Aber es gibt ja noch Leute, die, weil ich habe das schon so oft gehabt, dass passiert denn da was, wenn das denn da drin steckt? Nee, eigentlich nicht. Also da es Kunststoff ist, wird es zermahlen. Also natürlich hast du das dann da drin in der Steuerkette, im Kettentrieb. Manchmal findet man die in der Ölwanne wieder. Okay. Je nachdem, wie lange die gefahren werden. Manchmal haben sie sich aber auch gleich irgendwo eingesaugt und sind zerbröselt. Also ich habe es auch schon nicht wiedergefunden. Okay, also ich habe beide Varianten. Wenn Wiedergefunden, nicht wiedergefunden. Im Grunde, Kunststoff sollte nicht so viel passieren, aber schön ist es nicht. Nee, schön ist es nicht, eben ganz genau. Deswegen, weil ich das schon oft hatte, also wirklich öfter, ihr habt ja abgebrochen, aufpassen beim Einführen. So. Und wir füllen jetzt unser Öl zurück. Das sieht ja noch hervorragend aus. Nicht wundern, dass das Öl schwarz ist. Das Öl ist hier seit 100 Kilometern drin, laut Marc ungefähr. Ja. Pi mal Daumen. Schrumpst die. So, wie ihr seht, da ist jetzt auch nicht mehr so viel drin. Wir haben hier keine 1,3 Liter rausgeholt. Holt man natürlich nicht die vollen 1,3 raus. 1,3 ist auch immer mit Filter. Ne? Nicht wundern, oh, ich habe schon Öl verbraucht. Nein, no, das ist so richtig. So, das ist genauso kompliziert. Gibt bestimmt schönere, längere Viecher dafür noch. Aber es funktioniert. Halt gut. So, ach so, wegen dem schwarzen Öl. Nicht wundern, ja. Wenn man hier gegen das Licht guckt, sieht man, dass es gar nicht so schwarz ist. Stimmt. Ja, einmal das. Zum anderen, ihr füllt bernsteinfarbenes, frischestes Öl ein und fahrt einmal im Block und es ist schwarz. Ja, nicht wundern, das ist normal. Ne, weil man holt nie das alte Öl komplett raus. Da sind natürlich Verkorkungsrückstände drin, ganz klar. Deswegen wechselt man ja auch, damit man dann die alten Rückstände, Korrosion, Verkorkung und so weiter im Öl nicht mehr drin hat. Und das auch gleich nochmal, jetzt ist ja wieder Saison, aber zum Wegstellen, die Diskussion habe ich auch schon öfter natürlich verfolgt, wann macht man denn den Ölwechsel? Vorm Winterlager oder nach dem Winterlager? Im Grunde ist es egal, es ist Hanebüchen. Wenn man aber jetzt präzise und das Ganze korrekt beantworten möchte, muss man sagen, vorm Wegstellen. Weil das Fahrzeug soll ja nicht 6 Monate, 4 Monate, 6 Monate irgendwo stehen mit dem alten Öl, wo Korrosion, Wasser, das zieht ja Wasser, ne, ist ja klar, warm, kalt, Kondenswasser, ne, all sowas, das zieht Korrosion. Und diese ganzen Rückstände lieber rauslassen vorm Wegstellen, neues, frisches Öl rein, wegstellen. Aber wie gesagt, das ist schon päpstlich. Okay. Diese Motoren sind so unempfindlich, das ist toll, wirklich toll. Im Grunde sind die wie Guzzi und Harley Motoren völlig überdimensioniert. Niemand braucht 300 Kubik für 25 PS. Kann sein, dass wir vielleicht auch sowieso was nachfüllen müssen bei dir, das werden wir ja gleich sehen. Ja, ich habe wahrscheinlich schon wieder einen halben Liter verbraucht bei meiner Fahrweise.
Also ich will das Problem auch gar nicht lächerlich reden. Jetzt ist es da. Es steigt und steigt und ist jetzt fast bei der Hälfte. Und ich gucke mal, was wir hier am Messstab haben. Dann haben wir nämlich auch ein Verhältnis irgendwie. Genau, was heißt denn da Hälfte? Vergleichen. Das muss man natürlich mal vergleichen. So, immer eingeschraubt, ne? Nicht aufgelegt, eingeschraubt. Natürlich das korrekte Messverfahren. So, okay, wieder raus der Krempel. Wenn er das öfter macht, wisst ihr, aber auch ohne Auflegen, also nur beim Auflegen, wo der Strich sein sollte. So, wir haben jetzt hier, ja, wir sind wir sind leicht über Minimum. Wir sind so in der Mitte ganz grob. Könnten da 100 Milliliter auffüllen, wenn wir wollen, aber wir sind gut dabei. Wir sind genau im Mittelbereich. Gucken mal hier drüben. Wir sind genau im Mittelbereich. Hier könnte man auch, also das Schauglas sollte so sein, dass es in der Mitte sich befindet. Ja, guck mal, und hier sieht man auch nochmal ganz schick als Gegenkontrolle. Ich habe jetzt ohne Einschrauben nur aufgelegt und wir sind genau beim Minimum, nur aufgelegt. Wenn du jetzt den Weg des Gewindes hier noch dazu rechnest, dann kommst du auch hier in etwa hin. Ganz grob. Ja. Und damit ist es voll genug. Also, das heißt, das Schauglas zeigt ungefähr halb voll an. Ungefähr. Wir lassen den natürlich nochmal laufen, damit das Öl sich nochmal verteilen kann und kontrollieren dann nochmal nachher genau. Ja. Aber dann war es das jetzt schon soweit. Soweit sind wir schon mal happy. Aber wie gesagt, hier hat man auch einfach für die ganz normale Kontrollfunktion, die ja drüben sehr schwer gegeben ist. Super schön. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Okay, dann schrauben wir das wieder zusammen. Schrams. So, alles einmal kontrolliert, Riemen sitzt, alles fest. Man ist ja jetzt offen, der Kram. Keine Halter im Weg. Und dann Luftfilter ein bisschen angehoben. Den Halter hier, der vom Kühlschlauch, der ist manchmal im Weg. Kann man ja wegdrehen. So, Schrums. Und da ist er schon wieder dran. Halt gut. An der Stelle hier, wo dieses Masseband und der Halter, der vom Wasserschlauch ist, vom Kühlerschlauch, da kommt die etwas längere rein. So, wunderbar. 1, ja, da 2, 3, 4. Nochmal kurz Drehmomente. Auch hier nochmal ganz kurz die Ölwanne. Ist ja hier angegeben, steht ja hier drauf. Wo haben wir sie hier? Schrauben, Ölwanne. Mit 10 bis 14 Newtonmeter. 10 ist echt wenig, ja, also wirklich aus der Hand macht man locker aus dem Handgelenk 20 und das ist auch in Ordnung. 10 ist echt wenig, empfehle ich ein bisschen höher zu gehen, tatsächlich. Also da ist das mit der Dichtigkeit nämlich so eine Sache. Und dasselbe, jetzt haben wir den Variodeckel, ne, der Variodeckel 11 bis 13 Newtonmeter, also identisch. Und von daher, mein Akkuschrauber macht maximal 16 Newtonmeter, ob jetzt 13, 16, also das ist egal. Ja, nur auch hier wieder, hätte ich sonst auch so oder so gesagt, ohne, ich mache es ja auch hier mit dem, nicht tut nicht Not, das sind bei den Kleinen, das sind 13 Schrauben ringsrum, es reicht, wenn die fest sind und dann ist gut. So, und da haben wir den Vorteil, so ein Teil zu haben. Weil damit erübrigt sich nämlich, das hinterher mit dem Drehmoment zu kontrollieren. So. So, auch hier einmal über Kreuz festgezogen und dann kann man hier loslegen und kann im Kreis nachziehen. Ja, über Kreuz ist wichtig, damit das Alu-Druckgussteil hier keine Verspannungen hat und dann ist auch alles gut. So, die haben wir alle fest, die Schräubchen. Jetzt kommt wieder unsere hier Kupplungsmutter oder Hauptgetriebewellemutter. Klang, Unterlegscheibe, ganz wichtig, ne? Nie vergessen, sonst klemmt die Mutter da drinnen das Lager. So, und auch hier
Rums. Fest. Gut. Okay. Dann können wir jetzt unseren Deckel wieder raufschrauben. Richtig schick ist es natürlich, wenn so, und hier muss der noch dazwischen. So und so. Und jetzt hätte ich gerne meine schöne kleine Verlängerung. Ah, da ist sie, siehst du? Alles, was man nicht braucht, weg. Liegt nämlich nicht mehr im Weg. So, und dann kommt da die alte Ölwanne. Was auch immer ihr damit macht. Sie zum Lacker oder Pulverer geben und dann in Schwarz verkaufen. Genau. Ja, zum Beispiel. Weil wird ja auch von vielen gewünscht, einfach nur in Schwarz. So, ja, dann wären wir jetzt durch, hätten die Ölwanne dran, die schwarze, sieht toll aus. Ja, vor allem immer ganz toll, wenn das dann hier noch Silber ist, wenn man das schwarz macht, das sticht immer so raus. Schöne Einheit. So hast du eine hinten, schöne ne? Der ganze Einheit, genau. Antriebsstrang hinten sieht Genau. klasse aus. Wieder was Schönes hingekriegt. Micha, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke, sehr hübsches Produkt. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben wäre auch super, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann bestimmt nächste Woche wieder mit dem nächsten Umbauvorhaben. Alles Micha, klar. mach's gut, danke dir. Macht's gut. Ciao. Bis dann, tschüss.